In diesem Video zeige ich euch, wie man den Mars Hydro Clip Fan zerlegt, wie er aufgebaut ist und wie man einen Konstruktionsfehler behebt, damit der Lüfter länger hält. Der Zuschauer ML Myers 69 hat mir seinen defekten Mars Hydro Clip Fan geschickt, damit ich ihn mir mal näher ansehen und untersuchen kann. Es handelt sich dabei um das alte Modell mit den 3 Geschwindigkeiten und Schwenkfunktionen. Mittlerweile gibt es wohl ein Upgrade. Das neue Modell hat nun 10 Geschwindigkeitsstufen. Ob da das Problem behoben wurde, wird sich noch zeigen. Diesmal erzähle ich nicht durchgängig etwas dazu, ich denke, das Video spricht für sich. Der Fehler. Der Lüfter selbst funktioniert an sich noch, jedoch hält er mitten in der Schwenkbewegung an, woraufhin alle LEDs zu blinken beginnen. Von Hand etwas weiter bewegt läuft er kurz weiter, bleibt aber bald wieder stehen. Wenn euer Lüfter sich ähnlich verhält oder gar nicht mehr geht, könnte das auch euer Problem sein. Schaut man sich die Bewertungen des Lüfters auf Amazon an, wird häufig davon berichtet, dass dieser schon nach kurzer Zeit ausfällt. Bei dieser Konstruktion ist das kein Wunder. Würde der Hersteller nur etwas mehr Mühe und ein paar Cent mehr investieren, wäre das Problem absolut vermeidbar. Wegen dieser Nachlässigkeit landen wohl Tausende dieser Lüfter auf dem Müll, obwohl eigentlich nur eine Kleinigkeit defekt ist. Sehr ärgerlich und eine absolute Ressourcenverschwendung. Um den Lüfter zu zerlegen, muss das Etikett auf der Rückseite entfernt werden. Darunter liegen die Schrauben. Die Schrauben sitzen sehr tief, weswegen ein Schraubendreher ohne Isolierung verwendet werden muss. Unter der Abdeckung kommt eine simple Platine zum Vorschein. Die Schwenkfunktion wird von einem 35BYJ46-Schrittmotor mit 5 Volt und 15 Ohm angetrieben. Sollte der Motor selbst defekt sein, lässt sich ein Ersatzteil für wenige Euro auf AliExpress besorgen. Link dazu in der Beschreibung. Der Motor lässt sich sogar ganz ohne Löten austauschen. Technisch ist die Schwenkfunktion interessant umgesetzt. Ein Schrittmotor macht, wie der Name schon sagt, Schritte. Dem Motor kann über eine Steuerung zum Beispiel gesagt werden, mache 10 Schritte nach links, dann 10 Schritte nach rechts. Er dreht sich also nicht unbedingt durchgehend wie übliche Motoren. Nimmt man den Lüfter vom Strom, weiß die Steuerung aber nicht mehr, an welcher Position der Schrittmotor steht. Schaltet man die Schwenkfunktion dann wieder an, fährt der Motor auf Anschlag. Hält man den Lüfter dabei in der Hand, kann man ein Pulsieren spüren, was davon kommt, dass der Motor Schritte überspringt. Dabei drückt der Motor mit voller Kraft gegen den Anschlag. Nach etwas Zeit erkennt die Steuerung dann die Blockade und scheint so einen Referenzpunkt zu setzen. Nun kann mit x Schritte links, x Schritte rechts begonnen werden. Diesem Umstand sind wohl auch ein paar der Defekte aus den Amazon-Bewertungen zu verdanken, bei denen die Motorhalterung gebrochen ist. Nach etwas Ausprobieren war schnell klar, dass das Problem am Kabel liegt. Es wurden sehr dünne Kabel verwendet, die durch den drehenden Arm geführt werden. Das zum Schutz über die Kabel geschobene Plastikröhrchen wurde wohl durch die Drehbewegung nach oben geschoben. Und da die Kabel generell nirgends befestigt waren, wurde so das Kabel bei jeder Bewegung des Lüfters mitbewegt. Würde hier ein hochwertiges, dickeres Kabel mit sinnvoller Befestigung verwendet, wäre es erst gar nicht zu dem Problem gekommen. Wenn alle Lüfter aus dieser Serie genauso ausgeführt sind, ist es kein Wunder, dass alle nach etwas Laufzeit ausfallen. Um einen Kabelbruch zu finden, kann man das Kabel etwas abtasten und bewegen. Bei dem Kabel des Lüfters lag die betroffene Stelle genau am Übergang, wo der Mantel endet, was typisch für Kabelbrüche ist. Das zeigt sich auch gut daran, dass beide Adern direkt an der Stelle gerissen sind, als ich den Mantel entfernt habe. Als neues Kabel verwende ich eine hochwertige Einzelader mit 1 Quadrat Querschnitt, welche wesentlich länger halten werden als das originale minderwertige Kabel. Die neuen Leitungen werden eingelötet und mit Schrumpfschlauch versehen. Das restliche alte Kabel kann bleiben, da es an keiner weiteren Stelle einer Belastung ausgesetzt ist. Beim Zusammenbau muss darauf geachtet werden, dass beide Nasen am schwarzen Ring nach unten, also Richtung Tischplatte zeigen. Diese sind der Anschlag für den Motor.
Die neuen Kabel werden dann noch mit einem Kabelbinder am Motor befestigt, sodass sie sich durch die Drehbewegung nicht mitbewegen. Wie man jetzt sieht, bleiben sie genau an Ort und Stelle und werden so einer möglichst geringen Belastung ausgesetzt. Ich gebe noch etwas Silikonöl auf die Stelle, um mögliche Reibung weiter zu reduzieren. Die Lötstelle wird jetzt noch mit einem Kabelbinder abgesichert. Sollte mal Zug auf das Kabel kommen, wird die Lötstelle so nicht belastet. Beim Aufsetzen der Abdeckung muss darauf geachtet werden, dass die Platine sich innerhalb der Führungen auf beiden Seiten im Deckel befindet. Wie man sieht, funktioniert der Lüfter nun wieder einwandfrei. Auch einen Dauerlauftest hat er gut überstanden. Mit wenig Aufwand und minimalen Kosten wurde der Lüfter vor dem Schrott gerettet und wird jetzt noch lange seinen Dienst tun. Selbst wenn sich dein Lüfter noch innerhalb der Gewährleistung befinden sollte, kann über eine Reparatur nachgedacht werden. Denn jeder zurückgeschickte Lüfter wandert sicher auf den Müll, was eine enorme Ressourcenverschwendung ist. Und wenn der Lüfter gegen ein neues Modell getauscht wird, ist noch nicht klar, ob da das Problem nicht auch früher oder später auftauchen wird. An einen Controller lässt sich der Lüfter leider nicht sinnvoll anschließen. Man könnte zwar den Ventilator direkt über eine PWM ansteuern, allerdings wird es mit der Schwenkfunktion schwierig. Sollte jemand weitere defekte Lüfter anderer Hersteller oder eines anderen Modells besitzen und sie mir zuschicken, würde ich noch weitere Reparaturvideos machen, um dabei zu helfen, größtenteils funktionsfähige Geräte vor dem Müll zu bewahren. Falls ihr nach einer haltbaren Alternative für die Clipfans suchen solltet, könnt ihr euch mal mein Video zur Umluft mit PC-Lüftern ansehen. Die 3D-Druckteile gibt es jetzt im Shop zu kaufen, welcher in der Beschreibung verlinkt ist. Wenn euch meine Videos gefallen und ihr weitere spannende Projekte wie dieses sehen wollt, abonniert den Kanal und klickt den Like-Button. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja mal eure Erfahrungen mit den unterschiedlichen Clipfans in die Kommentare schreiben. Was denkt ihr über Hintergrundmusik in den Teilen der Videos, in denen nicht gesprochen wird? Sinnvoll oder lieber nicht? Bis zum nächsten Mal.